Was mit einem einfachen Drohnenscan der trockenen Wüste New Mexicos begann, hat sich inzwischen zu einem Mysterium entwickelt, das so eindringlich ist wie die Externsteine in Deutschland. Hoch aufragende Felsformationen, von denen einige glauben, dass sie uralte Geheimnisse unter ihrer Oberfläche bergen. Was die Drohne im Canyon entdeckte, war kein Gebäude. Es waren die Überreste von etwas Uralten oder noch schlimmer, etwas Lebendiges, das unter unseren Füßen schlummert? In diesem Video zeigen wir das erschreckende Filmmaterial, analysieren die Reaktionen der Experten und stellen die Frage, die niemand zu beantworten wagt. Das große Gesicht. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit einer Drohne über Edinburgh und plötzlich taucht ein riesiges Gesicht aus der dichten grünen Landschaft unter Ihnen auf. Kein Trick des Lichts, kein Graffiti, sondern eine in Stein gehauene Fratze, die himmelwärts starrt, versteckt vor aller Augen. Willkommen im Hales Quarry Park, einst ein geschäftiges Industriezentrum im 18. Jahrhundert, jetzt Heimat eines unheimlichen Geheimnisses. Die örtliche Legende erzählt von einem einsamen Einsiedler, der während der Blütezeit des Steinbruchs tief im Inneren lebte. Obwohl keine offiziellen Aufzeichnungen seine Anwesenheit bestätigen, lösten Sichtungen durch Arbeiter jahrzehntelange Spekulationen aus. Keine Fotos, keine Beweise, nur Geflüster im Wind. Der Steinbruch, der seit 1750 in Betrieb war, wurde 1902 nach schweren Überschwemmungen abrupt geschlossen. Jahrzehntelang diente es als Müllhalde. Die Bemühungen, es in einen öffentlichen Park umzuwandeln, scheiterten immer wieder, bis die Stadt 2006 mit Hilfe des Edinburgh and Lothians Green Space Trust das Gelände wieder zum Leben erweckte. Doch der wahre Schock kam mit dem Aussehen des Gesichts. Es ist in den Boden gemeißelt und hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Vorstellung der Einheimischen, wie der Einsiedler ausgesehen haben könnte. Wer hat es geschnitzt? Warum hier? Und warum jetzt? Könnte dies ein Tribut an eine vergessene Seele sein? Oder ein stiller Wächter eines Geheimnisses, das unter dem Stein begraben ist? Ob real oder Mythos? Eines ist sicher: Die Legende lebt weiter und ist für immer in das Land geätzt. Und da Drohnen jetzt überall auf der Welt seltsame Sehenswürdigkeiten aufdecken, muss man sich fragen, welche anderen Geheimnisse warten darauf, von oben entdeckt zu werden? Menschenähnliche Stadt. Ohne die Hilfe einer Drohne hätten nur wenige Menschen die einzigartige Form von Centarope, einer Stadt auf der italienischen Insel Sizilien, bemerkt. Aus der Luft betrachtet ähnelt Centarope der Silhouette einer Person, die vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat, ein skurriler, aber schöner Anblick. Diese innovative Perspektive ist eines der Wunder der Luftbildfotografie, und der lokale Fotograf Pio Andrea Perri hat dieses Phänomen auf bemerkenswerte Weise eingefangen. Der aus Centarope stammende Perri fotografierte seine Heimatstadt mit einer Drohne und entdeckte dabei eine erstaunliche Besonderheit, die dem kleinen Dorf viel Aufmerksamkeit bescherte. Centarope war zwar bereits für seine beeindruckende Sammlung römischer Ruinen und antiker Skulpturen bekannt, doch Perri lenkte die Aufmerksamkeit auf seine besondere Geografie. Nachdem er die ungewöhnliche Form des Ortes auf Google Earth entdeckt hatte, beschloss er, seine Drohne für einen genaueren Blick in die Luft zu nehmen. Er stellte fest, dass die 5 verschiedenen Punkte von Centarope von einem zentralen Knotenpunkt ausstrahlen und eine Form bilden, die unverkennbar an eine menschliche Figur erinnert. Aufgrund der Beschränkungen seiner Drohne musste Perri mehrere Bilder zusammenfügen, um die gesamte Stadt zu erfassen. Als er diese Bilder im Internet veröffentlichte, verbreiteten sie sich schnell und brachten Centarope den Spitznamen »die Stadt, die wie ein Mensch aussieht« ein. Skeptiker von Perris' Arbeit konnten mit einem kurzen Blick auf Google Earth feststellen, dass seine Bilder nicht verändert wurden. Die alte Stadt, die strategisch günstig auf einem Hügel liegt, stammt aus dem 16. Jahrhundert und beherbergt heute etwa 5000 Einwohner. Die verwinkelten Gassen und die terrassenförmig angelegten Gebäude tragen zu ihrem Charme bei. Doch das eigentliche Geheimnis liegt in ihrer Gestaltung. War diese menschenähnliche Form das Ergebnis von Naturkräften oder haben visionäre Köpfe sie vor Jahrhunderten absichtlich geschaffen? Eines ist sicher: Mutter Natur hört nie auf, uns zu verblüffen. Das blaue Riesenauge von Afrika. Die Richet-Struktur, die gemeinhin als das blaue Auge Afrikas oder das Auge der Sahara bezeichnet wird, ist eine faszinierende geologische Formation, die aus der Vogelperspektive, insbesondere mit Hilfe von Drohnen, einem gigantischen Auge ähnelt. Dieses bemerkenswerte Wahrzeichen ist so groß und markant,
dass es sogar aus dem Weltraum sichtbar ist. Drohnenaufnahmen aus der ruhigen Wüste. Sahara zeigen die Richet-Struktur als kosmisches Meisterwerk, das in die trockene Landschaft gemeißelt wurde. Seine nahezu perfekte kreisförmige Form weist konzentrische Ringe auf, die von einem zentralen Punkt aus nach außen strahlen und einen faszinierenden und rätselhaften Anblick bieten. Die Luftaufnahmen zeigen symmetrische Muster, die sich über das Gelände erstrecken und die komplizierten Merkmale dieser gewaltigen Schöpfung hervorheben. Die kreisförmige Form führte zunächst zu der Annahme, dass sie durch einen Meteoriteneinschlag verursacht wurde, während andere einen vulkanischen Ursprung vermuteten. Die Theorie des vulkanischen Ursprungs wurde jedoch verworfen, da die Formation kein vulkanisches Material enthält. Die heute vorherrschende Theorie besagt, dass die Richet-Struktur durch die allmähliche Erosion einer alten Granitkuppel entstanden ist. Die Regelmäßigkeit der konzentrischen Ringe, die alle in exaktem Abstand von der zentralen Spitze angeordnet sind, erhöht seine Anziehungskraft zusätzlich. Diese geometrische Anordnung zieht Wissenschaftler und Geologen gleichermaßen in ihren Bann und stellt sie vor die Herausforderung, ihren Ursprung zu verstehen. Geologisch gesehen bietet die Richet-Struktur einen einzigartigen Einblick in die Erdgeschichte. Die verwitterten Gesteinsschichten bieten wertvolle Einblicke in die Jahrmillionen der Sedimentation, Hebung und Erosion, die zur Bildung dieser Besonderheit geführt haben. Secret Pink Lake. Stellen Sie sich vor, Sie schauen vom Himmel herab und sehen einen See, der nicht blau, sondern leuchtend Kaugummirosa ist. Keine Filter, keine Tricks, nur reine, natürliche Magie. Das ist kein Traum. Es ist der Lake Hillier, versteckt auf Middle Island vor der abgelegenen Küste Westaustraliens. Von oben sieht es so aus, als hätte jemand rosa Farbe über die Landschaft verschüttet, die von tiefgrünen Wäldern und dem dunkelblauen südlichen Ozean begrenzt wird. Aber dieser surreale Farbspritzer ist keine Illusion. Das Geheimnis sind Mikroorganismen, die in einem Salzgehalt gedeihen, der fast so hoch ist wie der des Toten Meeres. Darunter die Alge Dunaliella salina und Halobakterien, winzige Extremophile, die rote Pigmente als Überlebensmechanismus freisetzen. Und sie färben das Wasser nicht nur, sie verwandeln es. Schenken Sie ein Glas aus dem See ein, es ist immer noch rosa, ob Regen oder Sonnenschein, das ganze Jahr über. Die Wissenschaftler sind fasziniert, nicht nur wegen der Farbe, sondern weil diese Lebensformen Bedingungen überleben, die für die meisten Arten tödlich sind. Einige Experten glauben sogar, dass der Lake Hillier Hinweise auf Leben auf anderen Planeten liefern könnte. Das stimmt, die gleiche Art von extremophilen Lebewesen könnte eines Tages auf dem Mars oder auf Europa zu finden sein. Drohnen sind in diesem Schutzgebiet zu unseren Augen geworden und haben atemberaubende Bilder des rosafarbenen Sees aufgenommen, der sich wie eine Wunde in der Erde durch den Wald zieht. Doch hinter der Schönheit verbirgt sich noch etwas anderes, ein biologisches Geheimnis, ein kulturelles Wahrzeichen und eine Warnung. Dieser See ist den australischen Ureinwohnern heilig und beherbergt eine seltene Vogelwelt. Aber er ist auch zerbrechlich. Und in einer Welt, in der Ökosysteme über Nacht verschwinden, erinnert uns der Lake Hillier daran, was die Natur noch alles bewirken kann, wenn man sie nicht angreift. Wenn Sie also das nächste Mal einen rosafarbenen Himmel bei Sonnenuntergang sehen, fragen Sie sich, welche anderen Farben hat die Erde noch vor uns versteckt? Die Geheimnisse der verborgenen militärischen Befestigungen aufdecken. Tief in den Wäldern Polens wird etwas lange Verschüttetes ans Tageslicht gebracht. Drohnen, die über die dichten Wälder Niederschlesiens und des masurischen Seengebiets flogen, haben erstaunliche Aufnahmen gemacht. Riesige, längst vergessene Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die jahrzehntelang unter dichter Vegetation und Zeitschichten verborgen waren. Diese befestigten Strukturen waren einst Teil eines riesigen militärischen Verteidigungsnetzes, das gebaut wurde, um angreifende Kräfte abzuwehren. Jetzt liegen sie in Trümmern, überwuchert, erodiert und gespenstisch still. Aber ihre Mauern flüstern noch immer Geschichte. Im Inneren entdeckten Archäologen verwitterte Ausrüstungsgegenstände, verblasste Dokumente und unterirdische Kammern, die mit taktischen Karten und verschlüsselten Notizen gefüllt waren, Relikte aus einer Zeit, in der sich Europa im Griff eines globalen Konflikts befand. Was diese Stätten so eindringlich macht, ist ihre Erhaltung. Maschinen, Schlafräume und sogar Propagandamaterialien sind fast unberührt geblieben und bieten einen unverfälschten Einblick in das Leben der dort stationierten Soldaten. Für Historiker sind diese Bunker eine Zeitkapsel, eine Möglichkeit,
Die Strategien, Ängste und Bedingungen in einer Welt im Krieg zu studieren. Jedes Artefakt fügt ein weiteres Teil zu einem größeren Puzzle hinzu und wirft ein Licht auf die menschlichen Erfahrungen hinter militärischen Operationen. Wenn die Drohnentechnologie das Blätterdach des Waldes aufdeckt, wird klar, Geschichte wird nicht nur in Büchern geschrieben. Manchmal liegt sie im Schatten verborgen und wartet darauf, wiederentdeckt zu werden. Die Tür zur Hölle. Dieser Ort ist nicht das, was man erwarten würde, aber er ist umso erstaunlicher. Das Tor zur Hölle ist ein ständig brennender Krater in den abgelegenen Wüsten Turkmenistans. Diese feurige Grube befindet sich in einem riesigen Erdgasfeld und brennt schon seit Jahrzehnten. Die Geschichte seiner Zündung geht auf das Jahr 1971 zurück, als eine sowjetische Bohrinsel angeblich in den Krater stürzte. Um die Freisetzung giftiger Gase zu verhindern, beschloss ein Geologe, das Gas zu entzünden, in dem Glauben, dass die Flammen innerhalb weniger Wochen erlöschen würden. Stattdessen tobt das mit Gas betriebene Inferno seither weiter und bietet ein unheimliches Schauspiel. Auch wenn einige Experten den genauen Ursprung dieses Feuers in Frage stellen, ist eine Tatsache klar. Der Krater mit einer Breite von etwa 76 Metern ist sowohl real als auch beeindruckend. Der Krater, der an einen Vulkan inmitten der trockenen Wüstenlandschaft erinnert, brennt mit unerbittlicher Hitze. Besucher beschreiben das Erlebnis oft als hypnotisierend und überwältigend, denn das Rauschen der Flammen ist vom Rand des Kraters aus zu hören. Ob Tag oder Nacht, das Feuer brennt ununterbrochen und die Hitze, die von ihm ausgeht, ist so intensiv, dass es sich anfühlt, als würde man aus nächster Nähe in die Tiefen der Hölle blicken. Die Ränder des Kraters sind von zahllosen kleinen Flammen umgeben, während am Boden zwei größere Flammen lodern, die wahrscheinlich die Stelle markieren, an der die Bohrinsel einst stand. Diese unheimliche Flamme hat ihren Spitznamen nicht umsonst, denn sie erweckt den Eindruck, als stünde man am Tor zur Unterwelt. Der Apenninkoloss. Der Apenninkoloss ragt majestätisch über die Landschaft und bietet einen atemberaubenden Anblick. Diese massive, aus Stein gehauene Skulptur ist die Verkörperung des Apenningebirges. Die vom Renaissance-Künstler Giambologna geschaffene, imposante Figur verkörpert rohe, ursprüngliche Kraft. Der Legende nach war der Apennin einst ein furchterregender Gegner, der schließlich vom heldenhaften Aeneas und seiner römischen Legion bezwungen wurde. Dieser antike Kampf soll den Koloss inspiriert haben, der sowohl den Sieg als auch die Verehrung für das majestätische Gebirge symbolisiert. Giambologna ließ sich vom Titanen Atlas inspirieren und gestaltete die Figur als weisen, antiken Wächter, der über das Land wacht. Mit einer beeindruckenden Höhe von 10 Metern ist der Koloss nicht nur ein bemerkenswertes Kunstwerk, sondern auch ein Zeugnis menschlicher Kreativität und eine Hommage an die natürliche Welt. Ihr verwittertes Antlitz und ihre beeindruckende Präsenz rufen Ehrfurcht und Respekt hervor und machen sie zu einem unvergesslichen Wahrzeichen für alle Besucher. Die Statue zieht die Besucher immer wieder in ihren Bann und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Verflechtung von Kunst, Natur und Geschichte in dieser großartigen Skulptur. Gefrorene Städte tief im kanarischen Gestein gefunden. Bei der Vermessung der zerklüfteten Klippen von Gran Canaria mit Drohnen entdeckten die Forscher eine ungewöhnliche Höhle tief in der Gia-Schlucht. Bei näherer Betrachtung entdeckten sie eine seit Jahrhunderten unberührte Stätte, gefüllt mit empfindlichen Materialien, handgefertigten Textilien und antiken Gegenständen, die sorgfältig zeremoniell angeordnet waren. Experten schätzen, dass die Stätte über 1000 Jahre alt ist. Was das Team jedoch wirklich verblüffte, war die bemerkenswerte Erhaltung der Materialien. Fein gewebte Stoffe aus einheimischen Pflanzen, kunstvoll geschichtete Verkleidungen und Naturfasern, die dem Lauf der Zeit standgehalten hatten. Diese Funde bieten einen seltenen Einblick in die Handwerkskunst, die symbolischen Traditionen und das Umweltwissen der frühen Inselgemeinschaften. Die komplizierten Entwürfe und die Sorgfalt, mit der die Stätte vorbereitet wurde, deuten darauf hin, dass es sich um mehr als nur einen Unterschlupf handelte. Es war ein Ort von großer kultureller Bedeutung. Drohnenaufnahmen zeigen den atemberaubenden Kontrast zwischen dem verborgenen Inneren der Höhle und der weiten vulkanischen Landschaft, die sie umgibt. Obwohl der Zugang zu den Höhlen aus Gründen des Naturschutzes beschränkt ist, fügt jede neue Entdeckung ein neues Teil des historischen Puzzles der Insel hinzu. Welche anderen vergessenen Städten liegen unter der Oberfläche und warten auf ihre Wiederentdeckung? Verborgene Kammern des Mount Rushmore.
Hinter den ikonischen geschnitzten Gesichtern des Mount Rushmore verbirgt sich ein weniger bekannter Aspekt seiner Geschichte. Der Bildhauer Gutzon Borglum hatte sich eine 5 Meter hohe Tür vorgestellt, die zu einer leeren Kammer von 23 Metern Länge und 10 Metern Höhe führte. Dies sollte Borglums künstlerisches Statement sein, das dem Denkmal einen tieferen Kontext und eine Bedeutung für künftige Generationen und möglicherweise außerirdische Besucher verleihen sollte. Borglums große Vision umfasste eine 80 mal 120 Fuß große Inschrift, die die wichtigsten Ereignisse der US-Geschichte und eine 800 Fuß lange Treppe, die zu einer Halle der Aufzeichnungen führt, um wichtige amerikanische Artefakte und Dokumente zu schützen. Leider konnte er diese Pläne aufgrund von Haushaltszwängen nicht verwirklichen. Borglum verstarb 1941, bevor er auch nur das erste Portal fertigstellen konnte. Sein Sohn Lincoln vollendete die ikonischen Schnitzereien des Präsidenten, doch Borglums ehrgeizige Idee einer verborgenen Kammer und einer Halle der Aufzeichnungen blieb unerfüllt. Trotzdem wurde das Monument als vollendet betrachtet, obwohl die Träume von dem, was hätte sein können, im Schatten verweilten und die Besucher über die verborgene Bedeutung des Berges jenseits seiner berühmten Gesichter nachdenken ließen. Primitiver Volksstamm entdeckt. Eine kürzlich durchgeführte Drohnenuntersuchung hat zu einer erstaunlichen Entdeckung tief im Amazonas-Regenwald geführt, eine abgelegene prähistorische Gemeinschaft, die von der modernen Welt völlig isoliert ist. Die brasilianische Behörde für indigene Angelegenheiten, FUNAI, machte diesen überraschenden Fund während einer Expedition in der Nähe des Juruizinho-Flusses. Ihr Auftrag besteht darin, solche abgelegenen Dörfer ausfindig zu machen und ihre Autonomie und ihr kulturelles Erbe zu schützen. Die Entdeckung der Drohne hat sowohl die Naturschutzbemühungen als auch die anthropologische Forschung erheblich vorangebracht. Was hat die Drohne bei ihrem Flug entdeckt? Vor dieser Erkundung hatten Archäologen Artefakte gefunden, die auf die mögliche Existenz eines einsamen Stammes hinwiesen, darunter Steinäxte und traditionelle Kanus. Die Drohne lieferte jedoch die ersten umfassenden Luftaufnahmen von ihrer Siedlung. Die von der Speicherkarte der Drohne abgerufenen Fotos zeigten, dass der Stamm Land gerodet, Bäume gefällt, Häuser gebaut und Getreide angebaut hatte. Diese Bilder suggerieren, dass der Stamm glücklich und unabhängig in seiner Isolation lebt und bewusst den Kontakt mit Außenstehenden vermeidet, um sich vor äußeren Bedrohungen und Krankheiten zu schützen. Man schätzt, dass es in Brasilien etwa 70 solcher Stämme gibt, wobei dieser Stamm nur eine von vielen isolierten Gruppen ist. Jede Entdeckung vertieft unser Verständnis für diese einzigartigen Kulturen und unterstreicht die entscheidende Rolle von Technologien wie Drohnen für den Schutz ihrer Lebensweise. Besondere Entdeckung. In China hat ein Tourist, der mit einer Drohne über eine versteckte Schlucht flog, etwas Unglaubliches eingefangen. Ein in die Klippen gemeißelter Freizeitpark. Wie eine vergessene Welt reckten sich gigantische steinerne Gesichter in den nebligen Wänden empor, eingefroren in stummen Schreien. Der unheimliche Anblick wirkte wie ein Albtraum, aber nachdem er die Drohnenaufnahmen gesehen hatte, wagte er sich sogar in den Park. Würden Sie es wagen, einen solchen Ort zu erkunden? Teilen Sie es in den Kommentaren unten mit. Riesiges Sinkloch. Unter dem scheinbar festen Boden, auf den wir treten, lauert eine verborgene Gefahr, das Sinkloch. Diese bedrohlichen Abgründe entstehen, wenn die strukturelle Integrität der Erde, die oft aus löslichem Gestein wie Kalkstein oder Salz besteht, durch den Fluss des unterirdischen Wassers allmählich erodiert. Durch diese Erosion entsteht ein Hohlraum, der das darüber liegende Gewicht nicht mehr tragen kann, was zu einem plötzlichen und dramatischen Einsturz führt. Erdfälle treten besonders häufig in Gebieten auf, in denen solche anfälligen Felsformationen vorhanden sind. In Florida, das für sein Kalkstein-Grundgestein bekannt ist, hat es schon viele Erdfälle gegeben, bei denen Häuser, Straßen und sogar Swimmingpools ohne Vorwarnung im Boden verschwanden. Diese geologischen Gefahren sind jedoch nicht auf den Sunshine State beschränkt. Ein besonders erstaunliches Beispiel wurde 2014 auf der Halbinsel Jamal in Sibirien entdeckt, als auf mysteriöse Weise ein riesiger Krater entstand. Es wird angenommen, dass dieses gigantische Loch, das über 30 Meter breit und 45 Meter tief ist, durch das Schmelzen des Permafrosts und die anschließende Freisetzung von Gas aus dem Untergrund entstanden ist. Trotz seiner Gefährlichkeit ist der Ort ungewollt zu einer Touristenattraktion geworden, die Besucher anlockt, um dieses faszinierende Naturphänomen aus nächster Nähe zu erleben.
Eine Holzleiter, die auf dem Grund des sibirischen Sinklochs entdeckt wurde, gibt noch mehr Rätsel auf. Denn viele fragen sich, wie sie dorthin gekommen ist und welche Geheimnisse sie wohl birgt. Wanderer aus Höhle im Bell Canyon gerettet. Im Bell Canyon machte eine Drohne eine entscheidende Entdeckung in einem Gebiet, das nur wenige zu sehen bekommen sollten. Ein Wanderer war nach einem plötzlichen Felsrutsch in einer engen, dunklen Höhle gefangen. Glücklicherweise entdeckte eine Drohne, die das Gebiet überwachte, die Bewegungen des Wanderers in der Nähe des Höhleneingangs. Als die Drohnenbetreiber erkannten, dass er dringend Hilfe brauchte, alarmierten sie sofort ein Rettungsteam. Ausgestattet mit Seilen und Kletterausrüstung verließen sich die Retter auf die Aufnahmen der Drohne, um sich in dem schwierigen Gelände zurechtzufinden und die eingeschlossene Person zu finden. Sie halfen dem erschöpften Wanderer vorsichtig aus der Höhle und sorgten dabei für seine Sicherheit. Dieser Vorfall unterstreicht die wichtige Rolle der modernen Technologie, insbesondere der Drohnen, bei Rettungseinsätzen. Durch die Bereitstellung von Echtzeitbildern und die Unterstützung bei der Navigation erwiesen sich Drohnen als unschätzbare Hilfe bei der Ortung und Rettung von Personen in schwer zugänglichen Gebieten. Der Wanderer wurde schließlich in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt, was das lebensrettende Potenzial der Drohnentechnologie in kritischen Situationen verdeutlicht. Confluence in Genf. In Genf, Schweiz, bietet das Zusammentreffen der Flüsse Rhône und Arve ein atemberaubendes Naturschauspiel. Die Rhône entspringt aus dem glitzernden Wasser des Genfer Sees und hat eine klare, türkisfarbene Farbe. In krassem Gegensatz dazu stürzt die Arve von den Alpen herab und trägt eine große Menge an Sedimenten mit sich, die ihr eine schlammig-braune Farbe verleihen. Wenn diese beiden Flüsse zusammenfließen, vermischen sich ihre unterschiedlichen Farben auf wunderbare Weise, bleiben aber über eine beträchtliche Entfernung hinweg sichtbar getrennt. So entsteht ein bemerkenswertes visuelles Nebeneinander von leuchtenden Blautönen und erdigen Brauntönen. Das Aufkommen der Drohnentechnologie hat unsere Möglichkeiten zur Beobachtung und Erforschung dieses großartigen Phänomens verändert. Drohnen bieten einen einzigartigen Blickwinkel aus der Luft und fangen den Zusammenfluss mit unglaublicher Klarheit und Detailgenauigkeit ein. Die Forscher nutzen die Drohnenaufnahmen, um die Hydrodynamik an diesem Zusammenfluss zu analysieren. Sie untersuchen, wie unterschiedliche Temperaturen, Sedimentkonzentrationen und Durchflussraten der Flüsse zusammenwirken und welche Auswirkungen diese Variablen auf das lokale Ökosystem haben. Diese Informationen sind für die Umweltüberwachung und Naturschutzinitiativen von entscheidender Bedeutung, da sie unser Verständnis der Flussdynamik und ihres Einflusses auf die umliegenden Lebensräume verbessern. Aramu-Muru Portal. Das Aramu-Muru-Portal, das oft als Tor der Götter bezeichnet wird, ist eine beeindruckende Stätte, die vor kurzem von einer Drohne in einer abgelegenen Region im Süden Perus, in der Nähe des Titicacasis, aufgenommen wurde. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei diesem bemerkenswerten Ort um einen massiven, aus rosafarbenem Granit gehauenen Eingang, der eine einzigartige und geheimnisvolle Stätte darstellt. Das Aramu-Muru-Portal ist etwa 7 Meter hoch und zeugt von außergewöhnlicher Handwerkskunst. Doch sein Ursprung bleibt unbekannt. Die Drohnenaufnahmen haben die Präzision des Steinschnitts beleuchtet und die Erhabenheit dieses faszinierenden Bauwerks offenbart. Die wahren Schöpfer dieses Portals sind noch immer ein Rätsel. Einige Theorien besagen, dass Außerirdische es geschaffen haben könnten. Andere Erklärungen besagen, dass es von den Inkas oder Vor-Inka-Kulturen wie den Tiwanaku geschaffen wurde. Es wird sogar behauptet, dass Pachacuti, der Inka-Kaiser, auf seiner Suche nach Erleuchtung durch dieses Tor gegangen sein könnte. Lokale Legenden verstärken die Anziehungskraft des Ortes und besagen, dass das Portal von übernatürlichen Wesen bewacht wird oder dass es einst ein Ort für schamanische Rituale war und möglicherweise als interdimensionales Tor diente. Diese Ideen bleiben zwar spekulativ, tragen aber nur dazu bei, das Geheimnis des Portals zu vergrößern. Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass es sich um eine natürlich entstandene Formation handeln könnte, die durch tektonische Bewegungen in der Erdkruste verursacht wurde. Nichtsdestotrotz zieht das Aramu-Muru-Portal nach wie vor diejenigen in seinen Bann, die nach seinem wahren Ursprung und Zweck forschen. Die Quelle, die atmet. The Spring That Breathes ist ein spektakuläres Naturwunder in der Nähe von Afton, Wyoming. Diese bemerkenswerte Quelle zeichnet sich durch ihr sporadisches Fließen aus und ist damit die größte Quelle der Welt.
Sie besticht durch einen einzigartigen Atemzyklus, bei dem sie alle 15–20 Minuten fließt und wieder stoppt. Das Phänomen ist das Ergebnis eines komplexen unterirdischen Leitungssystems, das einen siphonartigen Effekt erzeugt und regelmäßig Wasserstöße freisetzt. Der Siphon-Effekt wird ausgelöst, wenn der Wasserstand in einem unterirdischen Reservoir eine bestimmte Höhe erreicht, wodurch der Ausbruch ausgelöst wird. Dieses kraftvolle Naturschauspiel setzt sich fort, bis der Wasserstand unter diese Schwelle sinkt. Dann hört der Wasserfluss auf und setzt erst wieder ein, wenn sich das Reservoir wieder füllt. Drohnen sind zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden, um die atemberaubende Schönheit und Dynamik der Quelle, Diatmet, einzufangen. Die Luftaufnahmen heben nicht nur die atemberaubende Landschaft Wyomings hervor, sondern geben auch Einblicke in den rhythmischen Fluss der Quelle. Diese Luftaufnahme verbessert unser Verständnis der geologischen Prozesse und der ökologischen Bedeutung des Ortes und macht ihn zu einem Besuchsziel für Naturliebhaber. Der kontinuierliche Zyklus dieser Quelle und ihre fesselnde Mechanik wecken immer wieder das Interesse und die Neugier der Besucher. Maijishan-Grotte. Die Maijishan-Grotten in der chinesischen Provinz Gansu sind ein faszinierendes Netzwerk alter Höhlenwohnungen, die mit komplizierten buddhistischen Skulpturen und Wandmalereien geschmückt sind. Die Erhaltung dieser bemerkenswerten Schätze, die 1600 Jahre alt sind, ist aufgrund ihrer abgelegenen Lage hoch in den Klippen schwierig. In den letzten Jahren haben sich Drohnen als unschätzbare Hilfsmittel zum Schutz der Maijishan-Grotten erwiesen. Diese unbemannten Fluggeräte ermöglichen den Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen und nehmen hochauflösende Bilder auf, die es den Experten ermöglichen, den Zustand dieser historischen Stätte genau zu überwachen. Drohnen haben sich als wirksam erwiesen, wenn es darum geht, frühe Anzeichen von Erosion und Schäden zu erkennen und die Auswirkungen externer Einflüsse wie Wetter und menschliche Aktivitäten zu bewerten. Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich 2018, als eine Drohne die Gefahr eines durch starke Regenfälle verursachten Erdrutsches erkannte. Dank der rechtzeitigen Erkennung der Bedrohung durch die Drohne konnte eine mögliche Katastrophe erfolgreich abgewendet werden. Diese innovative Technologie hat nicht nur die Erhaltungsmaßnahmen verbessert, sondern auch unser Verständnis für die historische Bedeutung der Grotte vertieft. Ein tausende Jahre altes Dorf. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung mit einer Wärmebilddrohne hat verblüffende Erkenntnisse über das alte Indianerdorf Blue Jay in New Mexico zutage gefördert. Die kleine Drohne, die mit modernster Wärmebildtechnik ausgestattet ist, hat Strukturen aufgedeckt, die von Archäologen bisher unbemerkt geblieben waren. Blue Jay wurde zwar erst in den 1970er Jahren entdeckt und ist schätzungsweise 1000 Jahre alt, aber diese neuen Daten bieten eine neue Perspektive auf die Anlage und ihre Merkmale. Blue Jay liegt etwa 70 Kilometer südlich des Chaco Canyon und umfasste rund 60 Pueblo-Häuser, die um eine ehemals wichtige Quelle angeordnet waren. Die Untersuchung der Ruinen des Dorfes hat sich jedoch als schwierig erwiesen, da sie unter Sandstein begraben sind und die dichte Vegetation sie verdeckt hat. Die jüngsten Wärmebilder haben möglicherweise eine Kiva identifiziert. Eine runde unterirdische Struktur, die traditionell für zeremonielle Zwecke genutzt wird. Diese Entdeckung ist besonders aufregend, da Blue Jay keine monumentalen großen Häuser oder unterirdischen Kivas besitzt, die normalerweise mit Städten aus der Chaco-Zeit in Verbindung gebracht werden. Das Vorhandensein einer solchen Struktur könnte neue Einblicke in die kulturellen und zeremoniellen Praktiken der früheren Bewohner bieten. Es wird erwartet, dass die Wärmebilddrohnenbilder die historische und kulturelle Bedeutung des Dorfes weiter erhellen und unser Verständnis für diese antike Gemeinschaft und ihren einzigartigen Platz in der Geschichte bereichern werden, während die Archäologen diese jüngsten Funde weiter untersuchen. Die Feenkreise der Kalahari-Wüste. Eine kürzlich durchgeführte Drohnenbefliegung der Kalahari-Wüste ergab atemberaubende Ansichten der geheimnisvollen Feenkreise, die in dieser trockenen Region verstreut sind. Diese fesselnden Formationen sind schon seit einiger Zeit bekannt, aber erst jetzt wurden sie gründlich aus der Luft dokumentiert. Auf den Drohnenaufnahmen, die sich über 1770 Kilometer Grasland erstrecken, ist ein bemerkenswertes Muster aus unzähligen kahlen Kreisen zu sehen, die von leuchtenden Ringen aus üppigem Gras umgeben sind. Der Ursprung dieser Feenkreise hat unter Forschern erhebliche Diskussionen ausgelöst. Seit über 50 Jahren haben sich zwei Haupttheorien herausgebildet.
Eine Theorie führt ihre Entstehung auf Termiten zurück, die möglicherweise die Landschaft so verändern, dass diese charakteristischen Muster entstehen. Eine andere Theorie hingegen besagt, dass die Kreise auf die evolutionären Anpassungen des Grases zurückzuführen sind, die darauf abzielen, die Wasseraufnahme unter den unbarmherzigen Bedingungen der Wüste zu maximieren. In den letzten Jahren hat der Ökologe Dr. Guttan seine Forschung auf die Entschlüsselung des Rätsels der Feenkreise, wobei er die Drohnentechnologie als zentrales Instrument einsetzte. Seine Untersuchungen, die durch Luftaufnahmen ergänzt wurden, zeigen, dass diese Kreise ein komplexes Wassermanagementsystem darstellen. Nach seinen Erkenntnissen bildet das Gras Kreise, um die Wasseraufnahme durch einen natürlichen Vakuumeffekt um seine Wurzeln herum zu optimieren. Dieses neue Verständnis liefert eine wissenschaftliche Erklärung für die Feenkreise, die von übernatürlichen Interpretationen abrückt und die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Wüstenpflanzen beleuchtet. Die Drohnenaufnahmen verdeutlichen nicht nur die Pracht dieses Naturphänomens, sondern verbessern auch unser Verständnis für die damit verbundene ökologische Dynamik. Gunung Padang, etwa 120 Kilometer von Jakarta entfernt, auf der indonesischen Insel Java, liegt Gunung Padang, eine antike Stätte, die Einheimische und Forscher gleichermaßen fasziniert hat. Dieser bergige Ort birgt möglicherweise Geheimnisse, die unser Geschichtsverständnis in Frage stellen. Einige Theoretiker glauben, dass Gunung Padang der Beweis für eine hochentwickelte Zivilisation ist, die lange vor den Erbauern der ägyptischen Pyramiden existierte. Obwohl er auf den ersten Blick bescheiden wirkt, ist der Gunung Padang von Geheimnissen umhüllt. Lokale Legenden besagen, dass die Felsen in diesem Gebiet lebendig sind und sogar Musik erzeugen können, wenn sie zusammengeschlagen werden. Diesen Legenden zufolge kann das gleichzeitige Anschlagen bestimmter Felsen ein harmonisches Konzert von Klängen erzeugen. Der faszinierendste Aspekt des Gunung Padang sind die Spekulationen darüber, was sich unter seiner Oberfläche befindet. Einige Forscher vermuten, dass der Berg im Laufe der Jahrtausende von prähistorischen Völkern absichtlich aus Vulkangestein erbaut wurde. Wenn diese Theorie zutrifft, könnte Gunung Padang bis zu 20.000 Jahre alt sein, womit es den ägyptischen Pyramiden um über 10.000 Jahre voraus wäre. Eine solche Enthüllung wäre nicht nur bahnbrechend, sondern würde auch eine Neubewertung der frühen menschlichen Errungenschaften und ihres historischen Zeitrahmens erforderlich machen. Die Guizhou-Höhlen. Hoch in die Klippen des Yundu-Gebirges in der Nähe von Peking ist ein Geheimnis aus der Vergangenheit gehauen. Ein weitläufiges Steinlabyrinth, bekannt als die Guizhou-Höhlen. Und das, was sich darin verbirgt, könnte alles, was wir über das alte China zu wissen glaubten, auf den Kopf stellen. Über 110 Kammern, die sorgfältig in den Fels gehauen wurden, bilden eine riesige unterirdische Welt, die über der Erde schwebt. Es handelt sich nicht nur um eine Handvoll Unterkünfte, es ist ein ganzer Komplex. Komplett mit Steinbetten, Fenstern und strukturierten Lebensräumen, die auf eine hochorganisierte Gesellschaft hindeuten. Eine, die vor über 1000 Jahren gedieh. Aber wer hat sie gebaut und warum? Einige glauben, dass diese Höhlen eine militärische Festung zum Schutz vor unsichtbaren Feinden waren. Andere vermuten, dass sie ein Zufluchtsort waren, der eine Gemeinschaft im Exil vor Verfolgung schützte. Doch trotz jahrzehntelanger Untersuchungen bleiben der wahre Ursprung und der Zweck der Guizhou-Höhlen eines der größten Rätsel Ostasiens. Dank modernster Drohnentechnologie beginnt der Berg nun, seine Geheimnisse preiszugeben. Hochauflösende Scans haben bisher verborgene Kammern und miteinander verbundene Tunnel freigelegt, die in ihrer Größe und Präzision die Archäologen verblüfft haben. War dies eine verborgene Stadt, eine Festung auf einer Klippe oder etwas ganz anderes? Wenn Sie von alten Geheimnissen und vergessenen Zivilisationen fasziniert sind, sollten Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und die Klingel betätigen, damit Sie keine neue Folge verpassen.